Hi Leute, ich bin der Messias vom Fahrzeuggeschäft Konrad in Frankfurt am Main beim Scott-Stand auf der Eurobike 2023. Wir gehen mal mit euch mal kurz durch den Stand durch, damit ihr auch mal seht, was hier ist. Angefangen mit dem, beziehungsweise erstmal hier ist der Tobi. Was haben wir hier Schönes als Start? Das Nino Schurter Super Spark, würde ich mal sagen. Ne? Genau, alles auf maximal schnell, maximal leicht getrimmt. Und das ist auch so ein bisschen das, was die Scott-Stände immer prägt. Wenn alles voller Nino Schurter und Danger Holm ist, dann weißt du, ist es Eurobike. Und hier das Spark, wie er es fährt. Ähm, Ultra leicht, ultra schnittig, sieht richtig schick aus. Ja, Special Edition halt in Also, seinen Ehren, beziehungsweise auch mit ihm zusammen. ja, genau, das ist hier. Jetzt siehst du den Lenker hier mit einem mega krassen Negativ-Rise. Also das ist brutale Rennmaschine. So, Ja, müsst ihr einfach zu wissen, das sind alles Einzelstücke und Prototypen, was ihr hier so exklusiv teilweise seht, gehört jetzt nicht zum Standardprogramm, das zeigen wir euch jetzt noch so ein bisschen nebenbei. aber kommt mal ruhig mit, wir zeigen euch mal ein bisschen den Stand. Je nachdem, wann ihr das Video seht, könnt ihr dann noch auf die Eurobike kommen am Wochenende. Wir fangen mal an mit den Scales hier mal kurz. RC-Serie, extra schnell, extra leicht gemacht. Hardtail, Race, Bikes halt, ne? Genau, also das sind halt wirklich High-End-Geschichten. Ne? Ihr seht schon, hier hinten ist die XO-Transmission drauf, hier immer noch eine XT-Schaltung. Also im Hardtail-Bereich ist das wirklich Crème de la Crème. Da ist wirklich alles auf Schnelligkeit ausgelegt. Also es sind jetzt keine besonders konsumigen Bikes, da geht es wirklich um Geschwindigkeit. Preis ist hier sekundär. Guckt euch mal den Vorbau an, in der gleichen Prism Green Farbe wie der Hauptrahmen. Also wie der Tobi schon sagt, mit dem Consuming meint er, das ist nicht das Rad von der Stange. Gut, neue Sparks. Eigentlich ist nichts neu, weil die gab es letztes Jahr neu. Einfach ein paar andere Farben. Ne? 910 bis 940 aufgereiht. Sehen auch ziemlich schick aus. Ne? Genau, also klassische Modelle, tatsächlich so gespeckt, wie ihr sie auch bei uns aus dem Laden und aus den Videos kennt, werden jetzt halt im nächsten Jahr einfach mit einem bisschen Farbupdate rauskommen. Es wird sich preislich und von der Ausstattung wird sich wenig bis nichts tun an dem Programm des Sparks. Da sind wir auch ziemlich zufrieden mit, weil so wie das Programm aufgestellt ist, ist es wirklich schon richtig gut. Und wenn euch die aktuellen Farben besonders gut gefallen, haben wir die momentan natürlich vorrätig bei uns. Oder können wir auch vielleicht manches Wunschmodell euch noch bestellen. Auch nochmal ein Spark Tuned hier. Tuned und Ultimate, die Scott-Kenner unter euch wissen es, das sind die absoluten High-End-Top-Modelle. Die besten der besten von der Modellserie. Und ja, hier haben wir das 900er Tuned, also das ist schon exklusiv sieht's aus, ne? Also schon schick, ne? Genau, hat halt die SRAM-Level-Bremsen verbaut, hat die neue SRAM-Transmission verbaut. Alles das Feinste vom Feinsten. Full Kashima, auch der versteckte Dämpfer Kashima beschichtet. Was bei dem Rad sofort ins Auge fällt. Ich meine, top ausgestattete Sparks, das kennt ihr ja schon so ein bisschen. Aber was ins Auge fällt, sind die neuen Neonfarben. Und da sehen wir auch schon so ein bisschen, wo die nächsten Jahre der Trend wahrscheinlich wieder hingehen wird. Also Scott ist da immer so ein gutes Jahr voraus mit der Planung. Und ich glaube, da werden wir demnächst noch mal ein bisschen fetzigere Farben erleben. Ja. Dann Absoluter Klassiker. Matrix, der, ja, das die Wundermaschine, der Allrounder überhaupt. Man, am Wochenende das Adventure Gravelrad für im Wald und montags bis freitags in der Regel von 9 bis 17 Uhr der Weg zur Arbeit. Gell? Genau, also gerne als Commuterrad genommen. Deshalb auch der gerade Lenker und eben nicht der Gravel-Bügel. Ist absoluter Dauerbrenner eigentlich Matrix in allen Ausstattungsvarianten. Hier haben wir jetzt das 10er, also die Carbon-Variante, schon sehr, sehr edel ausgestattet, ziemlich leicht. Jetzt halt wieder in einer neuen Farbe. Schönes Grün, das ist das Grün Metallic Matt oder so. Ne? So, nochmal hier. Das werdet ihr gleich am Schluss nochmal sehen. Gehen wir jetzt nur ganz kurz drüber. Das Special Danger Holm Bike hier, das Lumen in der Top-Version mit also wirklich unter 13 Kilo. Das haben wir ein Video gemacht. Das werdet ihr in den nächsten Tagen sehen. Genau, Kommt, Solace Contessa, die 15er Version, super schnelles TQ, Gravel Bike, Gravel E-Bike, sehr spannendes Fahrrad. ja, sehr leicht. Irgendwas mit unter 14 Kilo. Hier die Patrons, auch neu rausgekommen, vorletztes Jahr, letztes Jahr. Werden wir jetzt auch noch ein paar kriegen. Haben wir auch schon ein paar im Laden.
Hier in der Mitte interessant auch das Petron E-Ride 910, wo so ein Schimmerlack hat. Ne? Also der ist schon wieder so changierender Lack, je nachdem, welche Richtung man reinguckt. Nicht reflektiert, sondern verändert sich so ein bisschen die Farbe, gell, Tobi? Das ist so ein blau-violettes Ding, ne? So Eisblue. Ja, also von Grau über Violett nach Grün ist alles drin. Was bei dem Rad noch ziemlich cool ist, ist auch wieder die Transmission-Schaltung. Die ist ja richtig gut angekommen. Also die wird jetzt wahrscheinlich dann mehr und mehr an den Patrons verbaut werden. Also zumindest ist hier auf jeden Fall mal eine Funkschaltung, die AXS, eine elektronische Schaltung. Ne? Genau, soll, glaube ich, mit der Transmission dann jetzt ausgeliefert werden. Ja, Double Lights, Taillights hinten, ne? Und bewährt die starken CX, also den CX-Motor, 750er Akku, der entnehmbar ist, das Übliche halt beim Petrol, ne? Im Kiox 300. Gehen wir mal hier um den Bogen raus, dann seht ihr auch das nächste Rad, was wir auch ein extra Video gemacht haben, zu dem neuen Petron ST. ST steht für Super Trail, heißt keine Ansteuerung mehr übers Twinlock an der Gabel, die man zumachen kann, nur noch über den Dämpfer, dass man da nicht so viel Energie verliert beim Reintreten, aber auch mit mehr Federweg, 170 und dickeren Rohren zum Runterballern. Enduro halt. Ne? Richtig, Aber gibt es Enduro-Bike. ein extra Video zu. Ja, gehen wir mal aus dem Stand raus, dass wir außen hinkommen. Genau, auch die Lumens, wenn wir gerade hier sind, auch die Lumens bekommen ein Farbupdate. Von der Ausstattung her werden die tatsächlich gleich bleiben, zeigen wir euch auch in einem extra Video nochmal. Tatsächlich von der Ausstattung her wird sich wenig bis nichts tun, auch vom Preis nicht, aber Farbupdate wird wieder kommen nächstes Jahr. Bisschen andere Farbe hier, in der Downtube ist halt nochmal ein gedoubletes Scott Decal bzw. Label drauf. Ne? Ansonsten ist es die Sache wie letztes Jahr. Ne? Haben wir auch extra Video zu dem gemacht. Zu den Soleils haben wir auch, glaube ich, sogar ein extra Video gemacht, um das ein bisschen genauer zu sagen. Einfach andere Farben wird es dann nächstes Jahr geben. Aber da die Räder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeliefert sind, sind das quasi die neuen, überneuen Räder, kann man fast sagen, weil die von letztes Jahr, die kommen ja jetzt auch erst gerade. Ne? Ja, hier seht ihr einfach nur, wo es farblich dahin gehen wird im Verlauf von 24. So, hier noch ein paar. Ja, die Foils dürfen natürlich auch nicht fehlen auf dem Scott-Stand. Unheimlich beliebt. Ne? Die sind ja auch neu rausgekommen letztes Jahr. Auch so absolute Rennmaschinen hier. Guckt ihr das mal an. Ey. Boah, das ist ja auch heftig, ne, diese Aero-Bike-Dinger. Ja, hier noch ein paar Bio-Bikes. Eddic Gravel, auch schöne Räder mit diesem Grün in Grün, dunkel und hell, matt. Also das ist scheinbar auch so eine neue Trendfarbe für nächstes Jahr, weil es noch einen anderen Hersteller gibt, der da ein bisschen drauf gesetzt hat. Oder andere Hersteller sogar. Gut. Gehen wir mal raus. Hier nochmal eine Spezialversion davon. Das Danger Foil. Also das ist wirklich krass. Mit den Speichen hier, ne? Oder nicht Speichen. Jo. Und dann sind wir schon am Ende vom Stand. Gibt jetzt gleich noch ein paar, ja, Ein paar Eindrücke noch von außen. Insgesamt müssen wir sagen, das Programm von Scott wird jetzt nicht groß umgekrempelt für das kommende Modelljahr. Das gefällt uns eigentlich auch ganz gut, weil wir mit dem aktuellen Sortiment sehr zufrieden sind. Es wird halt alles farblich ein bisschen geupdatet werden und dementsprechend fällt der Stand tatsächlich in diesem Jahr auch nicht ganz so umfangreich aus wie letztes Jahr. Es gibt nicht so die großen Enthüllungen, aber es wird halt alles wieder für 24 ein bisschen überarbeitet, gerade was die Farben eben angeht. Preislichen von den Modellen tut sich erstmal zum Glück nicht so viel. Da werden wir beim Bewerten erstmal noch bleiben. so, gleich kommt noch ein cooles Lumen, das Topmodell von denen, in der besten Ausstattungsstufe überhaupt. Lumen E-Ride 900 SL. Und da hat hier der Kollege die Danger Lumen Version, das leichteste EMTB, nochmal schön reingeschrieben mit 12,9 Kilo. Also hier haben wir das SL und links ist halt das super leichte, also unter 13 Kilo, ein E-Fully. Also ich glaube, das kriegst du halt wirklich nirgendwo. Ansonsten filmt jetzt unser
Cameraman noch ein paar Räder ab. Und ich sag mal bis zum nächsten Video und euch noch viel Spaß mit den Scott Bikes hier auf der Messe. Ne? Viel Macht's Spaß. gut, ciao.